Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir im ausführlichen Review die Suunto Vertical vorstellen, beziehungsweise ich möchte euch zeigen, welche Funktionen die Uhr hat, was sie alles kann. Dabei würde ich hier wieder alles in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn irgendein Teil dich nicht interessiert, dann kannst du das Ganze überspringen, beziehungsweise nochmal zurückgehen, falls du das nochmal sehen möchtest. Hier auf dem Tisch haben wir die aktuelle Titanium Solar Edition in der Sandfarbe. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in Orange, Schwarz, beziehungsweise in so einem Grün. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze hier ohne Titanium zu haben und ohne Solareinspeisung. Die Uhr ist dann auch hier 200 € günstiger im UVP als jetzt hier diese Version. Was die Größe angeht, haben wir hier eine 49 mm Uhr mit einer Dicke von 13,6 mm und einem Gewicht von 86 Gramm. Wenn wir das Display anschauen, was aktuell hier auf Dauerbeleuchtet eingestellt ist, dann haben wir hier ein 1,4 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 280 x 280 Pixel. Das Ganze ist ein Memory-in-Pixel-Display, das heißt also, sobald ihr das hier in die Sonne haltet, wird es auch schön reflektiert und das Display ist wirklich sehr gut ablesbar. Darüber hinaus seht ihr auch das neue Display-Design, das jetzt hier von Suunto mitgeliefert wird, beziehungsweise hier für die Uhr neu ist. Ganz gut dabei kann man das Solarpanel erkennen, das geht hier außen rum am Display, beziehungsweise hier zwischen Gehäuse und Display ist es eingebettet und so kann die Uhr hier das Ganze einspeisen, beziehungsweise kann hier Strom erzeugen über die Sonne. Wenn ihr jetzt die Uhr hier klassisch laden wollt, das heißt also über einen normalen Stromanschluss, gibt es hier einen magnetischen Anschluss, also das heißt also die Uhr wird hier draufgelegt und dann kann das Ganze geladen werden. Einziger Kritikpunkt ist hier ein bisschen, dass der nicht so fest ist wie bei anderen Uhren und auch mal schnell abgehen kann, falls ihr das jetzt nicht richtig drauflegt. Aber im Regelfall, wenn ihr es jetzt nicht groß rumspielt, sollte das Ganze hier funktionieren. Der Gegenpart ist dann ein USB-R-Anschluss, das heißt also, wir haben hier an dieser Stelle noch nicht USB-C. Wenn wir die Uhr umdrehen, dann sehen wir ja auch hier den verbauten Herzfrequenzsensor bzw. Pulsoximeter, der ist auch ebenfalls dabei. Und ihr habt auch die Option, hier die Armbänder zu wechseln. Das bedeutet also, wenn ihr was anderes haben wollt, könnt ihr hier auch andere Armbänder dran machen. Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir mal die Widgets an. Die habe ich jetzt aber so sortiert, wie es für mich am besten ist. Das bedeutet also, wenn ihr die Uhr bekommt, sieht es bei euch etwas anders aus. Wie man das Ganze nachher einstellt, zeige ich euch dann noch in der Suunto-App. Jetzt ist das Display momentan entsperrt, das sehe ich an den Sekundenzahl. Wenn das weg ist, müsst ihr einfach hier ganz kurz auf die rechte mittlere Taste drücken. Dann wird das Display entsperrt bzw. Touch Display wird dann aktiviert, weil wir haben hier auch ein Touch Display verbaut. Dann wischen wir einfach mal nach rechts, dann bekommen wir auch schon das erste Widget bei mir angezeigt. Das ist hier in diesem Fall die Solareinspeisung. Wir sehen gerade oben ist ein Balken oder ein Kreis, der uns anzeigt, wie intensiv die Einstrahlung ist. Da wir jetzt aktuell nicht draußen sind, haben wir natürlich keine Sonneneinstrahlung. Und wir sehen ja auch ganz gut, ich hatte heute einen Bürotag. Das bedeutet also, hier die Solareinspeisung war jetzt nicht so die beste gewesen. Wir können uns dann auch nochmal eine Historie anschauen. Wir sehen auch hier, ich war jetzt nicht sehr viel draußen. Ich habe die Uhr jetzt 2 Tage angezogen, um euch mal Daten zu zeigen. Und so können wir auch mal ganz gut sehen, dass hier bei der Solareinspeisung, zumindest jetzt im Büro, da nicht viel passiert. Zum Thema Akkulaufzeit, Suunto gibt hier etwa 30 Tage Laufzeit an und bei der Titan Solar Version etwa 60 Tage Laufzeit bei der normalen Funktion und dann nachher beim Training oder GPS-Training, je nachdem wie ihr das Ganze nutzt, in der Titan Solar Version bekommt ihr dann Minimum 85 Stunden und Maximum 30 Tage, wie gesagt, je nachdem welchen Modus ihr da auswählt. Als nächste Funktion haben wir hier das Wetter. Hier wird dann der Standort der Uhr genommen, das Ganze wird dann mit dem Handy synchronisiert. Ihr bekommt dabei optisch sehr gut angezeigt, einmal die Minimaltemperatur bzw. Maximumtemperatur. Da sehen wir hier 13 Grad ist Minimum, 27 Grad ist Maximum. Und dann haben wir hier so einen Pfeil, der uns anzeigt, was die aktuelle Temperatur ist. Das sind 22 Grad und wir bewegen uns am Balken herunter. Darüber hinaus ist hier bewölkt bzw. der Wind wird 3 Meter pro Sekunde angegeben. Wenn wir uns das Widget genauer anschauen wollen, dann sehen wir hier auch einen Pfeil. Also das heißt, es gibt hier mehr Informationen. Ihr habt dann die Möglichkeit, dann über Touch das Ganze zu machen, also hier runter zu scrollen. Dann sehen wir, dass das Ganze vor 14 Minuten synchronisiert worden ist. Oder über Tasten ist das auch möglich. Das wäre in dem Fall hier diese Taste. Und hier bekommen wir dann eine Übersicht der nächsten Stunden angezeigt. Also links sehen wir jetzt hier die Stunden, sowohl ob sonnig oder wolkig ist, als auch die Temperatur und die Windanzeige ist dabei. Ebenfalls bekommen wir dann noch die gefühlte Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Niederschlagswahrscheinlichkeit und dann hier nochmal, wie hoch die Windböen sind. Ein Überblick über die Luftqualität, das ist natürlich im Sommer dann interessant, wenn auch mal Sahara-Staub etc. kommt. Da könnt ihr einfach schauen, wie da die Luftqualität aussieht, ob ihr da laufen könnt. Weil wenn die Luftqualität schlecht ist, solltet ihr an dieser Stelle nicht draußen Sport machen. Das wäre in dem Fall nicht gesund. Ja, dann wenn wir zurück wollen, können wir auch einmal von links nach rechts swipen. Dann kommen wir hier wieder auf die Oberfläche.
Dann gibt es hier das nächste Widget, das ist hier Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir bekommen hier einmal einen schönen Verlauf angezeigt der Sonne, als auch natürlich die Zeiten, wann sie auf und unter geht. Hier sehen wir auch den Mond bei 93% und der Pfeil hier zeigt an, wo wir gerade sind. Und wir sehen auch hier, da gibt es etwas dunkleres Gelb, bis es dann ins Schwarze hineingeht. Das heißt also, hier ist die Dämmerungszeit und wir sind hier kurz vor der Dämmerung und der Tag ist jetzt hier bald zu Ende. Auch hier können wir in die Details nochmal reingehen. Wir sehen hier, Tageslicht heute wird angezeigt, wären 16 Stunden gewesen oder waren jetzt 16 Stunden, als auch wann die Sonne untergeht, in 22 Minuten wäre das. Und bekommen hier nochmal zunehmende Dreiviertelmond, also dass wir hier bald Vollmond haben. Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, das Display ist hier dann auch mit Saphirglas geschützt, das heißt also kratzfest ist es an dieser Stelle auch. Das nächste interessante Widget ist natürlich ein Sportwidget bzw. Aktivitätswidget. Das ist in dem Fall die Aktivität. Dabei sehen wir, wie viele Schritte ich heute gemacht habe, 7287 und 493 Kilokalorien verbrannt. Auch hier bekommen wir ein paar Details angezeigt, also einmal hier, wie das gestern war, beziehungsweise dann, was der Durchschnitt ist. Und so könnt ihr euch das Ganze dann hier auch nochmal im Detail anschauen. Ebenfalls könnt ihr unten dann auch die Einstellung einstellen, das heißt also zum Beispiel Schrittziele, bei mir habe ich jetzt 7000 eingestellt, als auch das Kalorienziel, was ihr erreichen wollt und ob ihr eine Benachrichtigung haben wollt, wenn ihr das Ziel erreicht habt. Als nächstes haben wir den Ressourcenmonitor, der zeigt euch einfach an, wie euer menschlicher Akku gerade ist. Seid ihr fit für das nächste Workout oder solltet ihr euch ein bisschen erholen? Wir sehen hier, bei mir ist es 43%. Und ich hatte jetzt eine schlechte Nacht und das Ganze hat sich nicht aufgeladen, weil der Ressourcenmonitor lädt sich dann hier auch über die Nacht auf. Ist ja klar, weil da regeneriert ihr. Dann haben wir natürlich hier den Schlaf. Also es gibt hier auch ein Schlaftracking, das müsst ihr aber separat einstellen. Das bedeutet, im Urzustand, also wenn ihr die Uhr bekommt, ist das Ganze erstmal deaktiviert und dieses sollt ihr dann aktivieren, falls ihr es nutzen möchtet. Dafür geht ihr einfach hier auf das Schlafwidget, wo wir jetzt gerade sind. Dann können wir hier runtergehen. Da bekommen wir erstmal ein paar Details angezeigt, wie mein Schlaf letzte Nacht war. Ich habe ein Schlafziel eingegeben, habe es um 2 Stunden 12 verfehlt. Als auch die Schlafqualität, die war jetzt nicht so gut. Und natürlich dann auch die durchschnittliche Herzfrequenz beim Schlafen, wie auch die Ruheherzfrequenz, bzw. Minimum. Dann die Einschlafzeit war 0:23 Uhr und aufgewacht um 6:10 Uhr. Das Ganze wird hier wirklich sehr gut getrackt, weil ich momentan hier auch den Wecker der Uhr nutze, als auch die Zeit im Wachzustand war jetzt 0 Stunden. Tiefschlafphasen werden angezeigt und der Blutsauerstoff wird hier auch gemessen, weil das habe ich so eingestellt, dass es dann während des Schlafs gemacht wird. Und hier kommen wir dann auch zur Einstellung, da kommen wir hier rein, da können wir das Ganze auswählen, wir nehmen einfach hier die mittlere Taste und dann sehen wir hier, ich habe zum Beispiel Schlafensaufzeichnung von 22:15 bis 6:30 Uhr eingestellt, das heißt also, die Uhr weiß ungefähr, wann ich da ins Bett gehe. Das heißt jetzt nicht, dass sie um 22:15 Uhr dann anfängt aufzuzeichnen, sondern ja, versucht dann hier besser die Zeiten zu treffen. Dann habe ich hier die Schlafzielwert, beziehungsweise den Wert, was mein Schlafensziel ist, als dann auch hier den Nicht-Stören-Modus. Das bedeutet, ab 22:15 Uhr stört die Uhr einfach nicht mehr mit Benachrichtigungen und lässt einen hier in Ruhe bis 6:30 Uhr. Und da könnt ihr dann auch noch den Blutsauerstoff einstellen, ob das Ganze dann getrackt werden soll oder nicht. Dann haben wir hier natürlich auch die Herzfrequenzmessung. Wir sehen jetzt hier eine Grafik, die uns angezeigt wird, als auch eine Historie vom Minimum. Und den Kalorienverbrauch pro Stunde wird hier angezeigt und ebenfalls hier können wir die Einstellungen vornehmen. Das finde ich immer ganz praktisch, dass es direkt in den Widgets angezeigt wird, ob ihr hier eine 24/7 Aufzeichnung haben wollt oder nicht. Dann haben wir natürlich dann auch die Blutsauerstoffmessung. Wir sind jetzt hier bei 81%, wobei ich muss sagen, ich habe die Uhr jetzt nicht fest genug getragen. Das heißt also, der Wert halte ich jetzt für nicht plausibel. Ihr könnt aber auch hier gleich direkt nochmal messen. Und wenn wir jetzt einfach reingehen, dann sehen wir hier, kommt auch direkt die Messung. Wenn ihr die Uhr anhabt, könnt ihr hier die Messung durchführen. Dann haben wir natürlich auch aktuelles Fitnessniveau. Das heißt also, hier wird angezeigt, wie fit ihr seid. Das Ganze wird hier nach einem Lauf oder mehreren Läufen dann angezeigt, wie eure VO2 Max ist, beziehungsweise auch euer Fitnesszustand. Und wir sehen gerade, hier ist noch nichts angegeben. Das bedeutet also, ich müsste dann noch mal mehr Läufe machen, dass ich hier Werte bekomme. Ich blende einfach mal ein, wie das Ganze normalerweise aussehen soll. Und so bekommt es dann nach ein paar Läufen dann hier angezeigt, wie euer aktuelles Fitnessniveau ist. Was ihr in diesem Widget auch einstellen könnt, was für viele interessant sein dürfte, die jetzt beim Arzt einen Leistungstest gemacht haben, die gehen einfach hier komplett runter und dann gibt es hier die persönlichen Einstellungen und hier kann man natürlich dann alles einstellen, was Geschlecht, Gewicht etc. angeht und Geburtsdatum, als auch die maximale Herzfrequenz oder die Herzfrequenz im Ruhezustand. Das ist natürlich wichtig, um hier Daten richtig zu erheben, beziehungsweise hier seine Leistungswerte richtig hinterlegen, ist das hier eine Grundvoraussetzung, damit die Uhr weiß, wie das Ganze hier aussieht.
Wenn ihr an dieser Stelle nichts einrichtet, sind natürlich trotzdem Werte hinterlegt. Diese sind natürlich aber hier auf den Standard, auf euer Alter angelegt. Das heißt also, das ist der Durchschnittswert, der hier dann angenommen wird, falls ihr hier nichts macht. Aber die Uhr ermittelt das dann hier über die Zeit und passt die Werte dann an. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, hier die Trainings anzuschauen. Ich habe jetzt ein Training gemacht, das war gestern. Ich habe schon das erste Navigationsvideo zu der Uhr gedreht. Und dann sehen wir einmal hier die Intensitätsminuten bzw. Erholungszeit ist momentan 0 Stunden. Ich blende mal ein, wie das Ganze aussieht, wenn ihr Erholungszeit habt. Als auch eine Übersicht der Workouts, die ich durchgeführt habe. Dadurch, dass ich gedreht habe, war das relativ langsam. Das heißt also, ich habe einmal Laufen und Gehen gemacht. Und hier können wir auch nochmal unsere Wochenziele einstellen. Dann bekommen wir nochmal eine Übersicht, was hier die Höhe angeht. Wir haben hier einen barometrischen Höhenmesser verbaut. Wir sind momentan auf 95 Höhenmeter. Und auch hier, wenn wir runtergehen, bekommen wir dann nochmal den Barometer an sich angezeigt. Also wie viel Hektopascal wir aktuell haben, ob es zunehmend oder abnehmend ist. Wie auch dann ein Temperatursensor, der auch ebenfalls hier dabei ist, mit 27 Grad. Und hier könnt ihr dann auch nochmal die Einstellung durchführen. Da können wir auch nochmal reingehen in Outdoor. Und zwar haben wir hier die Option, einmal die Höhe selber festzulegen. Das heißt also, wenn ihr jetzt an einer Hütte seid, einem Berg, könnt ihr hier die Meter einstellen oder eingeben. Oder natürlich das Ganze hier automatisch über GPS anpassen lassen, um hier nochmal den Höhenmesser oder barometrischen Höhenmesser zu kalibrieren. Als nächstes haben wir dann hier auch noch den Kompass verbaut. Wir haben hier einen Kompass. Wir sehen hier, wie das sich schön mitbewegt. Und da werden dann auch die Höhenmeter und die Hektopascal nochmal angezeigt. Und in diesem Widget haben wir auch die Möglichkeit, hier uns direkt nochmal die Karten anzuschauen, den Standort, Points of Interest und die Routen. Also wir können auch direkt hier theoretisch eine Routennavigation starten. Das ist an dieser Stelle hier auch möglich. Was die Uhr ebenfalls anbietet, ist auch eine Musiksteuerung. Das heißt also, wenn ihr jetzt euer Handy verbunden habt, dann könnt ihr eure Musik steuern, also Spotify, ja, Apple Music etc. Das ist hier an der Stelle möglich. Was nicht möglich ist, hier Offline-Musik mitzunehmen, das geht hier mit der Suunto Vertical aktuell nicht. Und dann haben wir noch eine Stoppuhr dabei. Hier könnt ihr natürlich dann Zeiten stoppen. Das ist an dieser Stelle auch möglich. Ihr habt dann hier vorgefertigte Timer, als natürlich auch einen personalisierten. Das geht hier dann auch direkt auf die Schnelle. Was ebenfalls bei Uhren auch nicht fehlen darf, sind natürlich Smart Notifications. Auch das hat die Suunto hier ebenfalls dabei. Wir sehen jetzt hier eine Übersicht der Smart Notification. Und wir sehen jetzt, wenn ich hier reingehe, dann kann ich mir das Ganze hier nochmal anschauen, dass ich zum Beispiel hier bei Instagram was gepostet habe und das Ganze wird als gefällt mir angezeigt. Das ist aber wirklich sehr, sehr rudimentär und klein gehalten. Also hier wird wirklich nicht so viel angezeigt. Das ja, ist sehr überschaubar. Ich sag mal, um Informationen zu kriegen, ist es ausreichend, aber ihr könnt jetzt hier nicht auf Nachrichten antworten. Das geht hier an dieser Stelle nicht. Ja, das waren jetzt erstmal die Widgets, die die Suunto Vertical hier anbietet. Ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier auf der Oberfläche seid, einmal runter zu scrollen. Dann kommt ihr hier schon auf die Karte. Und es ist jetzt so, ich bin aktuell im Keller, deswegen bekomme ich jetzt nichts angezeigt. Ich zeige jetzt einfach mal hier anhand meiner Navigation, die ich gemacht habe, wie die Karte aussieht. Ihr bekommt hier wirklich im Detail alles angezeigt. Also ihr könnt dann hier eine Routennavigation durchführen mit einer Karte. Da werden dann auch unterschieden zwischen geteerte Straßen, zwischen Schotterwegen, als auch Flüsse werden angezeigt oder Seen. Das ist alles dabei und das ist auch wirklich hier eine der neuen großen Pluspunkte, was hier die Suunto Vertical angeht, nämlich die erste Suunto-Uhr mit Kartennavigation. Zum Thema Navigation mit der Suunto Vertical wird es aber demnächst auch ein ausführliches Video geben, bei dem ich dann auch zeige, wie das Ganze dann hier gedownloadet wird, beziehungsweise wie ihr die Karten auf die Uhr bekommt, wie das dann auch mit der Navigation abläuft. Falls dich das interessiert, lasst doch gerne ein Abo da, damit du das Ganze hier nicht verpasst. Ihr bekommt hier ebenfalls auch nochmal den Kompass angezeigt, als auch das Logbuch. Also hier könnt ihr euch die Läufe nochmal direkt auf der Uhr anschauen. Ihr könnt einfach mal den Lauf auswählen, den ich gemacht habe. Hier bekommt ihr nochmal ein paar Details, wie zum Beispiel Laufzeit, Distanz, Tempo, Trittfrequenz, als auch die Leistung, weil die Uhr unterstützt auch Leistungsmessungen am Handgelenk, als auch die Schritte nur für den Lauf jetzt, das heißt also die Schritte, die ich da gemacht habe und eine Übersicht der Herzfrequenz. Und das werden wir dann aber gleich nochmal genauer in der App anschauen, wie hier die Aktivität dann gezeigt wird. Dann haben wir natürlich auch die Alarmfunktion. Hier können wir dann mehrere Sachen einstellen. Einmal den Wecker, bei mir aktuell auf 6:10 Uhr, als auch ein Alarm für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, damit ihr hier benachrichtigt werdet. Und natürlich hier eine Unwetterwarnung, die ist hier an dieser Stelle auch möglich. Wenn ihr das aktiviert, bekommt ihr dann auch hier einen Alarm auf die Uhr, falls hier die Witterung sich so verschlechtert. Gerade hier, wenn ihr im Wald unterwegs seid und am Berg, ist es wirklich sehr hilfreich, weil da bekommt man es oft als nicht mit, wenn es zum Beispiel am Berg jetzt auf der anderen Seite passiert. Und so habt ihr das hier immer in der Übersicht. Dann haben wir natürlich auch einen DND-Modus wie einen Taschenlampenmodus. Wir haben jetzt aber hier keine externe Taschenlampe verbaut, wie wir es zum Beispiel bei den Garmin-Uhren jetzt kennen, bei den Phoenix-Uhren. Nein, das ist hier nicht. Hier geht lediglich das Display hell an
Und ich blende das Ganze einfach mal ein, wie das dann hier aussieht. Da könnt ihr dann hier euch wenigstens ein bisschen ausleuchten, falls ihr im Zelt etc. irgendwas sucht. Dann könnt ihr hier auch die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft einstellen, so wie ich das jetzt gerade mache. Ist natürlich für den Akku jetzt nicht so schonend. Und wir haben natürlich dann auch hier die Möglichkeit, die Zifferblätter einzustellen. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ich zeige euch jetzt einfach mal, welche Zifferblätter es hier gibt. Wir haben dann für jedes Zifferblatt auch mal die Möglichkeit, hier die Farbe zu ändern. Wie gesagt, das ist jetzt hier das neue Ziffernblatt. Ansonsten, wenn ich jetzt hochscroll, für alle Leute, die schon eine Suunto-Uhr haben, also eine Suunto 9 Peak zum Beispiel oder eine Suunto 5 Peak, die werden hier diverse Zifferblätter kennen, weil man hat sich dann natürlich hier auch mit Zifferblättern aus der Vergangenheit bedient. Und wir sehen jetzt hier eine kleine Übersicht, die wir haben. Schon ist zu Ende. Und mehr gibt es an dieser Stelle nicht. Suunto bietet hier leider keine Möglichkeiten an, weitere Zifferblätter herunterzuladen. Ihr seid dann wirklich auf das angewiesen, was euch hier Suunto an dieser Stelle anbietet. Dann haben wir natürlich auch noch tiefere Einstellungen. Wir sehen, es geht immer tiefer ins Menü. Wir haben jetzt zum Beispiel hier dann auch noch die Option, hier die Konnektivität. Also das heißt zum Beispiel hier einen Flugmodus einzustellen oder auch Sensoren zu verbinden. Da können wir mal reingehen. Da sehen wir zum Beispiel Herzfrequenzsensor oder auch Fahrradsensoren sind möglich, wie auch natürlich zum Beispiel Stride Foodpod wäre an dieser Stelle möglich oder hier auch PowerPod. Das ist natürlich hier auch eine Option bei der Suunto Vertical. Ebenfalls, was die Suunto Vertical anbietet, ist auch ein WLAN-Modus bzw. hat WLAN an Bord. Ihr werdet auch beim Einrichten dann nach eurem WLAN gefragt. Das ist natürlich hier wichtig, um dann die Offline-Karten herunterzuladen, da wir die Uhr jetzt hier nicht direkt am PC anschließen können. Also es gibt hier keine Option. Das Ganze läuft dann hier über WLAN. Dann haben wir natürlich nochmal die Outdoor-Funktion, das haben wir gerade eben schon gesehen. Ihr seht, viele Menüpunkte tauchen an vielen Stellen auf. Finde ich aber ganz praktisch, weil wenn man gerade irgendwo unterwegs ist, zum Beispiel im Widget und möchte was einstellen, dass es dann hier angeboten wird, finde ich wirklich sehr hilfreich. Als natürlich auch die Navigation, hier können wir dann auch noch ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel den Kompass nochmal kalibrieren oder dann auch die Einheiten als auch die Positionsformate nochmal ändern, falls ihr hier andere Formate haben möchtet. Dann haben wir hier nochmal die Aktivität. Hier können wir dann auch nochmal die Ziele und die Herzfrequenz einstellen. Das ist an dieser Stelle auch möglich. Als dann natürlich auch die Trainings. Und hier kann man zum Beispiel auch mal sagen Wochenziele. Und hier ist auch die Option dann die Intensitätszonen einzustellen. Das sind jetzt die Zonen, die für euch relevant sind, wenn ihr jetzt hier, wie gesagt, beim Arzt einen Leistungstest gemacht habt und hier eure Zonen kennt oder eure Herzfrequenzbereiche. Das ist hier an dieser Stelle möglich. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Bereiche und das könnt ihr dann komplett selber einstellen und gegebenenfalls dann auch zurücksetzen, wenn ihr es haben wollt. Das ist einmal fürs Radfahren möglich, als natürlich auch hier, ich habe es jetzt gemacht fürs Laufen und fürs Radfahren. Und wenn wir das Ganze mal fürs Radfahren anschauen, da können wir einfach mal reingehen, wie das aussieht. Dann sehen wir jetzt hier erweiterte Zonen und wenn wir jetzt hier reingehen und das Ganze mal aktivieren, sehen wir hier auch dann, wie das prozentual hier aufgeteilt wird und das könnt ihr dann hier auch individuell verwalten. Das heißt, also wenn wir hier mal reingehen, dann könnt ihr hier auch mal die Werte dann ändern. Ja, wenn wir nach oben scrollen, kommen wir auch schon zu den Aktivitäten. Wir sehen jetzt einfach mal hier, was es alles an Möglichkeiten gibt. Und wir sehen jetzt hier steht überall Basic dabei. Das heißt einfach, dass hier die Suunto angefertigte Aktivität ist. Ihr habt natürlich auch dann, das werden wir gleich sehen in der App, dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze hier separat einzustellen und auch noch weitere Aktivitäten hinzuzufügen. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Laufen als Beispiel. Das wähle ich jetzt mal aus. Und dann bekommen wir jetzt hier auch den Startbildschirm. Wir bekommen dann einmal eine Übersicht der Herzfrequenz. Aufgrund des Holzes haben wir jetzt hier eine Reflexion und bekommen hier einen Wert angezeigt. Dann sehen wir hier auch eine Laufzeit von 57 Stunden. Das ist jetzt hier für das beste GPS. Die Uhr bietet ja ein multiples GNS an. Das heißt also hier das Beste, was an Satelliten geht. Sie kann bis zu 5 Satelliten gleichzeitig hier auch simultan nutzen. Wir haben jetzt hier GPS, GLONASS, Galileo und den japanischen und chinesischen Standard an Bord. Das heißt also wird alles abgedeckt. Und wir haben dann einmal die Option hier auch den Batteriemodus einzustellen. Das bedeutet also, ihr habt dann hier einmal die Option hier das Ganze angepasst zu machen. Das heißt also selber das Ganze anzupassen, wie ihr das haben wollt. Als aber auch vorgefertigte Werte nehmen. Wir haben hier zum Beispiel Leistungswert, das wäre das Beste, was geht. Und hier bekommen wir zum Beispiel eine Übersicht, GPS-Genauigkeit ist die beste. Messwertfassung ist jede Sekunde, Display-Timeout ist aus. Wir haben hier Herzfrequenzmessung am Handgelenk, als auch die aktivierte Karte und das Touch-Display wird bei der Karte genutzt. Dann gibt es natürlich hier verschiedene Abstufungen, Ausdauer, Ultra und Tour. Tour ist das Größte, was hier geht. Und dann sehen wir jetzt hier, GPS-Genauigkeit ist sehr niedrig, alle 2 Minuten werden die Werte erfasst. Und wir sehen auch hier, die Herzfrequenzmessung am Handgelenk ist ausgeschaltet, wie auch die Karte ist deaktiviert und das Touch-Display, Helligkeit niedrig. Wir sehen, dann ist hier wirklich komplett die Uhr aufs Minimum heruntergefahren. Was wir dann ebenfalls machen können, ist dann hier eine Navigation durchzuführen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, Brotkrümel-Navigation zu machen. Das heißt also, da bekommt ihr einfach nur, wenn ihr jetzt loslauft, angezeigt, wo ihr jetzt gerade wart und könnt euch dann wieder zum Punkt zurückbringen.
Ihr habt auch die Möglichkeit, in der Suunto App Point of Interest zu hinterlegen und zu Diensten zu navigieren, als natürlich auch eine Route auszuwählen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt eine Testrunde genommen. Das können wir hier auswählen, da bekommen wir es hier angezeigt und könnt ihr auch direkt hier starten. Dann könnt ihr natürlich auch eine Peilung machen, eine Route folgen, den Kompass nutzen oder das Ganze gar nicht nutzen und ausschalten. Wie schon angesprochen, haben wir dann auch die Kartenoption. Da habt ihr dann die Möglichkeit, entweder hohe Kontraste zu nutzen, Outdoor oder eine dunkle Karte. Da wird nochmal unterschieden, beziehungsweise ihr könnt dann ebenfalls auch hier alles ausschalten, wenn ihr das nicht haben möchtet. Was neu hinzugekommen ist, ist auch Suunto Plus. Suunto Plus ist jetzt an sich nichts Neues, sondern die Möglichkeit, dass ihr auch mehrere Suunto Plus Optionen nutzen könnt. In diesem Fall 2. Ich habe zum Beispiel den Burner genutzt, als auch Climb. Aber wir sehen hier, es hat sich jetzt, was Suunto Plus angeht, auch einiges geändert und einiges hinzugekommen. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal die App an. Ihr könnt dann über die App dann hier nochmal weitere Suunto Plus Funktionen hinzufügen. Dann haben wir nochmal die Intensitätszonen. Da können wir dann auch nochmal das Ganze hier nutzen, beziehungsweise Herzfrequenzzonen, dass wir das hier im Einsatz nutzen möchten. Als natürlich dann auch hier weitere Ziele einstellen. Zum Beispiel jetzt hier Dauer, Distanz ist eine Möglichkeit. Und wir haben die Option dann auch hier Hintergrundbeleuchtung einzustellen. Das habe ich jetzt letztes Mal ausgestellt, als GPS auch abzustellen. Und hier sehen wir dann auch nochmal alle Möglichkeiten, um hier die Akkulaufzeit zu verlängern. Ja, dann schauen wir mal ganz kurz noch in die Suunto App hinein. Wir sehen jetzt hier, das ist die Übersicht. Aktuell steht es hier 00, weil der Monatswechsel stattgefunden hat. Aber im Regelfall ist es so, wenn wir jetzt mal in den Mai gehen, könnt ihr hier wunderbar die Übersicht sehen, was sich alles gemacht hat im Monat. Das wird dann hier auch farblich unterschieden. Gelb ist zum Beispiel hier Laufen, Orange ist Radfahren, Grün ist Gehen und Blau ist Schwimmen. Und je nachdem, wie intensiv das Ganze war, umso größer sind dann hier auch die Punkte. Ihr bekommt dann unten noch so eine kleine Heatmap angezeigt, wo ihr dann so unterwegs wart. Das wird immer auch ganz schön gemacht. So habt ihr das auch immer so ein bisschen Übersicht, eine kleine Statistik für euch. Das ist auf jeden Fall hier wirklich sehr schön gemacht. Wenn wir dann rüber scrollen, bekommen wir dann auch hier unsere Fortschritte angezeigt. Also sowohl einmal oben die Trainings, also wir sind hier plus 82% im vorigen 7-Tages-Zeitraum wird hier angezeigt. Dann bekommen wir hier einen Ressourcenmonitor, auch unten als Grafik, wie das über die Woche war. Und natürlich auch das Schlaftracking. Und wenn wir hier nochmal ins Schlaf hineingehen, bekommen wir dann auch hier nochmal ein paar Details genauer angezeigt und eine Auswertung, auch wunderschön auf der App. Und habt hier nochmal so eine kleine Tageszusammenfassung. Ebenfalls bekommt ihr hier oben auch den Trainingsfortschritt angezeigt. Hier seht ihr einfach dann nochmal, wie eure aktuelle Fitness ist und eure Ermüdung. Und unten bekommt ihr dann auch nochmal, ja, in welchem Punkt ihr gerade seid. Wir sind momentan hier produktives Training. Das wird hier dann ein bisschen hervorgehoben. Und hier unten gibt es dann nochmal eine kleine Erklärung, wie dieses Modell hier funktioniert, falls ihr mit diesem Thema noch nichts zu tun hattet. Dann können wir noch eins weitergehen. Dann bekommen wir hier auch nochmal eine kleine Übersicht angezeigt, wie es diese Woche aussieht. Also eine kleine Wochenzusammenfassung mit Schritten und Kalorien. Das habt ihr an dieser Stelle dann auch nochmal. Und wenn ihr dann mal draufklickt, kommt ihr nochmal ins allgemeine Übersichtsfenster, was wir gerade eben schon für den Tag gesehen haben. Wenn wir runterscrollen, bekommen wir dann auch nochmal eine Übersicht der Aktivitäten. Das wäre die zum Beispiel jetzt, die ich gemacht habe. Sehen wir jetzt hier nochmal Laufaktivität, eine Übersicht der GPS-Daten, als dann auch nochmal hier ein paar Details, wie zum Beispiel hier die Pace, die ich gemacht habe. Dann eine hochgerechnete Pace, wenn ich das Ganze ohne Unterbrechung gemacht hätte. Ist natürlich jetzt nicht ganz so, wie ich realistisch laufe. Wie gesagt, da bin ich viel stehen geblieben beim Filmen, deswegen haben wir hier eine kleine Verfälschung. Hier wird dann auch die Leistung angezeigt, maximale Herzfrequenz und so bekommt ihr das dann hier nochmal im Detail. Und überall, wo diese blauen Dreiecke sind, ist auch ein Tooltip hinterlegt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ist denn NP, könnt ihr einfach hier draufklicken, dann gibt es hier einen Tooltip, die sind auch alle wunderbar übersetzt und dann wird euch der Wert nochmal ganz schön erklärt, was dieser eigentlich bedeutet. Dann habt ihr unten nochmal so eine kleine Analyse, die dann auch nochmal anzeigt, in welche Herzfrequenzzone ihr unterwegs wart, zu welcher Pace, als natürlich dann unten auch mal die Splits. Da könnt ihr dann auch nochmal euch das nochmal im Detail anschauen und hier auch die Grafik nochmal ändern, beziehungsweise hier die Tabelle, wie ihr das dann hier haben möchtet. Und so seht ihr das ja nochmal im Detail aufgeschlüsselt. Dann haben wir hier auch noch einen Suunto-Coach, der euch ein bisschen die Daten analysiert und euch ein paar Tipps gibt, wenn ihr gerade neu unterwegs seid. Das ist aber wirklich sehr rudimentär gehalten. Dann habt ihr unten auch noch eine Übersicht, wie eure Trainingsbelastung über die Woche war und wie sich das Ganze hier, in welchen Zonen ihr trainiert habt, zusammensetzt. Weil es ist immer ganz wichtig, dass ihr nicht in der 5er-Zone ganz viel trainiert, sondern eher im unteren Bereich, um eure Fitness aufzubauen. Auch hier sehen wir nochmal den Trainingsumfang der Woche angezeigt, was für Trainings wir gemacht haben, im Vergleich auch zur Vorwoche. Bekommen wir hier auch nochmal so eine kleine Analyse und natürlich dann die Auswirkungen, wie das Ganze sich dann hier fürs Cardio auseinandersetzt. Zum Beispiel mein Training war jetzt ein VO2 Max Training, was ich zuletzt gemacht habe. Und dann auch hier aeroben, anaeroben Bereich, wie sich das dann hier zusammensetzt. Und zu guter Letzt haben wir unten dann auch mal die Übersicht der Fitnessänderung und wir sehen hier ein Fitnesszuwachs bzw. Formaufbau.
Jetzt kommen wir eigentlich noch zum interessanten Part, was die Uhr angeht. Um die Einstellung der Uhr vorzunehmen, müsst ihr einfach hier oben auf die Uhr klicken. Das ist hier oben gewesen. Sehen wir jetzt hier, die Uhr wird hier gerade verbunden und synchronisiert. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, hier einen Suunto Plus Store zu nutzen. Und hier an dieser Stelle muss man sagen, es ist wirklich alles kostenlos, außer jetzt Zusatzgeräte, wie zum Beispiel so eine Brille, die müsst ihr natürlich bezahlen. Aber die Suunto Plus Funktionen sind hier alle komplett kostenlos. Wir bekommen einmal eine Übersicht der neuen Funktionen, als auch hier Guides bzw. einen Raceplan. Ja, es sind leider hier nicht alle Sachen übersetzt. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel so ein Rennen mitmacht, dann bekommt ihr hier auch die Möglichkeit, euch hier das Ganze dann hier nochmal einzustellen bzw. hier einen Raceplan zu nutzen. Wenn wir einfach mal runtergehen, dann gibt es hier den Bereich Lauf. Das gibt zum Beispiel die Climb-Funktion, wenn ihr einen Berg hochlauft, da bekommt ihr eine Analyse, als auch den Ghost Runner. Die Climb-Funktion habe ich mal im Video vorgestellt, das verlinke ich dir einfach mal, wie sowas aussieht. Das war damals noch mit der Suunto 9 Peak. Das Ganze gibt es natürlich auch fürs Fahrradfahren, also das heißt, wir können hier zum Beispiel einen FTP-Test machen oder dann auch hier manuelle Intervalle durchführen. Als natürlich dann auch hier für Race wird dann auch nochmal ein separates Feld gemacht, da gibt es dann Race Time oder ihr habt dann auch die Option zum Beispiel hier eure Laufprognosen hochrechnen zu lassen. Das geht hier an dieser Stelle auch und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit hier weitere Funktionen einzufügen. Es gibt natürlich jetzt ja auch Trainingstools, das heißt also hier gibt es dann auch 7-Minuten-Workouts oder Yoga. Das ist hier dann an dieser Stelle auch möglich. Das war jetzt aber nur ein kleiner Auszug, es gibt hier noch viel, viel mehr. Da empfehle ich euch einfach mal hier so ein bisschen reinzuschauen, dann, was ihr dann alles nutzen könnt. Dann als nächstes haben wir dann hier die Personalisierung der Sportmodi, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Hier bekommt ihr dann alle Sportmodis angezeigt, die aktuell auf der Uhr sind. Das heißt also, hier wird es gerade momentan aktualisiert. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt mehrere Laufoptionen. Das sind jetzt hier die Basic-Versionen, die wir haben. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier einen Sportmodus zu erstellen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf und ich scroll jetzt einfach mal durch, was ihr alles machen könnt. Also seht, hier ist wirklich ganz, ganz viel dabei. Auch Wintersport ist dabei, sehr viel im Reitsport, Tennis ist dabei. Also ihr seht, hier ist auf jeden Fall die Auswahl recht groß. Wenn wir jetzt in so eine Aktivität hineingehen, jetzt können wir einfach eine auswählen, sehen wir auch hier, wir können hier die Display-Designs ändern. Zum Beispiel können wir sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier eine Grafik angezeigt bekommen, bis zu 7 Datenfelder ist möglich, als dann natürlich auch eine Rundentabelle oder dann hier, wenn ihr zum Beispiel Herzfrequenz trainieren wollt, bekommt ihr auch eine eigene Grafik, die dann farblich auch anzeigt, ob ihr dann in der richtigen Zone seid. Dabei ist aber zu sagen, ihr könnt nur bis zu 3 Datenfelder einstellen und ein Navigationsfeld. Mehr ist an dieser Stelle hier nicht möglich. Und wenn wir dann einfach mal in so ein Datenfeld hineingehen, dann bekommen wir auch mal so eine kleine Übersicht. Dann sehen wir hier zum Beispiel Dauer- und Zeitfelder oder auch Distanzfelder. Wir sehen hier überall, wo der blaue Haken ist, habe ich das Ganze ausgewählt. Geschwindigkeit und Tempo ist dabei. Scrollt einfach mal durch. Herzfrequenz könnt ihr einstellen. Das heißt also auch hier können zum Beispiel nach Prozent der maximalen Herzfrequenz trainieren, als natürlich auch Durchschnittsherzfrequenz. Und wir haben natürlich auch die Option Intervalle anzuzeigen, als auch die Leistungsmessung. Wie gesagt, die Uhr bietet ja auch Leistungsmessung am Handgelenk, wie auch dann für Navigation zum Beispiel hier die Ankunftszeit zum Ziel oder auch die Ankunftszeit zur nächsten Aktion bzw. Abbiegung, wie auch physiologische Werte und Temperatur, Trittfrequenz, vertikale Werte. Und so habt ihr dann die Option, das nach euren eigenen Gutdünken einzustellen. Ebenfalls, was jetzt mit der Suunto-App auch neu implementiert worden ist, strukturierte Workouts. Da können wir jetzt eigene Workouts erstellen. Wenn wir jetzt hier auf Neu erstellen gehen, können wir den ganzen Namen geben bzw. eine Beschreibung. Wir haben auch die Möglichkeit hier fürs Radfahren, fürs Laufen, Trailrunning, Indoor Cycling das Ganze zu machen. Ihr könnt auch einen Tag festlegen. Wir können einfach mal eins auswählen, zum Beispiel fürs Laufen. Gehen wir einfach mal auf Weiter und dann sehen wir hier, wir können uns zum Beispiel hier ein Intervall einstellen. Wir können die Wiederholung einstellen, als auch dann, was wir dann machen möchten, Distanz. Oder statt Distanz können wir natürlich auch dann die Zeit auswählen. Das ist eine Option. Und in diesem Fall wäre es jetzt nach Herzfrequenz. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier nach Leistung zu laufen, nach Tempo, nach Geschwindigkeit. Das ist an dieser Stelle hier auf jeden Fall auch möglich. Und so könnt ihr dann eure eigenen Intervalle erstellen und eure eigenen Trainings machen. Bevor ich in die Offline-Karten komme, gehen wir nochmal kurz in die Widgets hinein, weil hier habt ihr dann die Option, auch dann auf die Uhr die Widgets zu verwalten. Einmal könnt ihr sagen, ich möchte ein Widget nicht haben, dann wählt es hier aus und sagt, nein, möchte ich nicht haben, dann wird es nicht mehr angezeigt oder es anzeigen. Als auch wenn ihr jetzt hier lange drauf drückt, dann wird das Widget hervorgehoben. Dann könnt ihr das Ganze hier sortieren, wie ihr das haben möchtet. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Widgets nach euren Gutdünken auf der Suunto Uhr einzustellen bzw. abzuschalten, wenn ihr das nicht haben möchtet. Ich nutze zum Beispiel die Musiksteuerung hier nicht und würde das Ganze jetzt deaktivieren. Und so habe ich das dann hier draußen, wenn ich es nicht haben möchte. Zu guter Letzt kommen wir dann hier zu Offline-Karten und die Uhr bietet hier 32 GB internen Speicher. Das heißt also, ihr könnt hier wirklich einige Karten herunterladen.
Wir sehen auch hier, die Uhr muss im Ladegerät verbunden sein, sonst lädt sie hier keine Daten runter. Das ist hier Voraussetzung. Ich habe jetzt hier schon mal Hessen und die Karlsruhe runtergeladen. Kommen wir gleich mal dazu. Die Bezeichnungen sind hier etwas komisch. Da will aber Suunto mit dem Update das Ganze ändern. Zumindest wurde mir das so zugetragen. Wir sehen es hier in der Bibliothek, wenn wir uns mal anschauen. Einmal Hessen, da bekomme ich eine kleine Übersicht angezeigt, wie die Karte sich zusammensetzt. Das ist jetzt die Bundesland Hessen. Und ihr habt dann die Möglichkeit High Contrast, Outdoor und Dark. Also wir sehen auch hier nicht alles übersetzt. Das heißt, hoher Kontrast, Outdoor und Dark wird unterstützt. Dann bekommt es auf der Uhr so auch angezeigt. Und ja, wenn wir ein bisschen reinscrollen, bekommen wir auch ein paar Details mehr, welche Gebiete dann hier und welche Städte hier dabei sind. Das ist hier eine Option. Wenn wir jetzt mal herunterscrollen, sehen wir auch schon, wir haben eine Vielzahl von Ländern, die unterstützt wird. Also eigentlich quasi die ganze Welt. Bulgarien, selbst Burkina Faso, eine der ärmsten Länder der Welt, ist hier eine Karte dabei. Also ihr seht, auf jeden Fall habt ihr hier Optionen. Das Suchfenster an dieser Stelle ist leider noch nicht so ganz optimiert. Also wenn ich jetzt hier Deutschland suche, findet ihr jetzt hier nicht Deutschland. Oder wie es momentan leider noch drin steht, ist Germany, also das Englische. Auch da findet ihr nicht. Ihr müsst zum Beispiel jetzt, wenn er jetzt Hessen sucht, das findet er. Hessen ist jetzt hier runtergeladen, sehen wir, wird angezeigt. Das geht. Wie gesagt, es soll nochmal überarbeitet werden, da passiert noch was. Wir können uns aber jetzt einfach mal anschauen, wie es jetzt in Deutschland aussieht. Wir haben jetzt hier 6,6 GB, das heißt also 32 GB hat die Uhr. Da können wir auf jeden Fall noch viel mehr hinunterladen. Wir sehen jetzt hier 29 Karten wird das eingeteilt und momentan ist das wie gesagt etwas schwierig. Bei mir Berlin-Brandenburg, das ist ja noch alles plausibel, aber hier Bayern ist momentan noch ein bisschen komisch. Hier wird zum Beispiel dann Niederbayern angezeigt, das sieht man hier oben, welche Region das ist, als natürlich dann Oberfranken auch und hier wie gesagt, das Bundesland Bayern gibt es nicht oder Regierungsbezirk Detmold, da sehen wir dann hier Bielefeld, NRW, da ist dann das Ganze hier noch ein bisschen, nicht so ganz durchsichtig. Es wird hier wohl ganz Deutschland abgedeckt. Wie gesagt, das Ganze wird dann nochmal ein bisschen überarbeitet und dann ist das hier auch ein bisschen besser zu finden, beziehungsweise dann hier auch gut einzustellen. Was an dieser Stelle aber gut ist, wenn ihr die Uhr hier anschließt, dann bekommt ihr dann auch angezeigt eure Karten in der Nähe. Ob ihr die herunterladen wollt, das bekommt ihr oben direkt angezeigt, dann könnt ihr auch downloaden. Das heißt also, ihr müsst jetzt nicht erst tief in der Suche gehen, nein, ihr könnt das dann hier auch gleich direkt nutzen bzw. herunterladen. Stichwort Navigation, ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, über die Suunto-App selbst hier eine Strecke zu planen. Das heißt also, wir können hier in den Planer reingehen und hier eine eigene Route erstellen oder auch Routen importieren und dann hier auch nochmal fürs Radfahren oder fürs Trailrunning hier direkt eine Navigation durchzuführen bzw. eine Route zu planen. Wie das Ganze hier mit der Routenplanung funktioniert, da habe ich mal ein Tutorial gemacht, das verlinke ich dir mal. Da kannst du mal anschauen, wie das Ganze dann hier in der Suunto-App funktioniert. Eine schöne Option ist, wenn ihr mit Suunto jetzt eine Fahrradnavigation durchführen wollt und jetzt hier nicht die Uhr nutzen wollt, weil es zu klein ist, habt ihr dann auch die Möglichkeit, hier den Karoo 2 zu nutzen von Hammerhead. Hier gibt es eine Kooperation zwischen Suunto und Hammerhead. Das heißt also, die Konten sind miteinander verbunden und auch die Trainings, die ihr über den Karoo durchführt, werden dann hier in der Suunto-App hochgeladen und auch dann hier für euer Training genutzt, beziehungsweise auch für den Algorithmus, was die Ermüdung etc. angeht. Also das heißt also, ihr habt auf jeden Fall jetzt auch mittlerweile eine Möglichkeit, wenn ihr hier Fahrrad fahrt, das Ganze hier mitzunutzen und hier Synergieeffekte zu nutzen. Wenn du wissen willst, wie das Ganze hier mit dem Karoo 2 funktioniert, ich verlinke dir auch mal ein Video, da habe ich mal erklärt oder gezeigt, wie das Ganze funktioniert, weil der Karoo 2 zum Beispiel auch hier die Heatmaps von Suunto nutzt und das ist natürlich auch hier eine schöne weitere Ergänzung. Falls ich Interesse für die Uhr geweckt habe und du diese kaufen möchtest, ich verlinke dir auch mal einen Affiliate-Link hier in meiner Videobeschreibung. Das kostet dich nichts und unterstützt hier meinen Kanal. Schon mal vielen Dank dafür. Ja, das sollte jetzt einfach mal ein kleiner Überblick sein, was hier die Suunto Vertical Funktion anbietet. Ich werde die Uhr jetzt wie gesagt ausgiebig testen, beziehungsweise auch bald das Navigationsvideo online stellen. Falls dich solche Sachen interessieren, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Suunto interessiert, ich verlinke dir auch mal eine Playlist rund um Suunto. Beziehungsweise, wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke auch meine Best-of-Playlist meines Kanals. Da siehst du, was sonst noch alles hier so stattfindet. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen hoch, über einen Kommentar freuen. Das unterstützt hier so ein bisschen meine Arbeit. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.